erinnere mich da gern an das Bergwerk unter Tage In Polen? In Polen, ja. Mhm. Salzbergwerk. Das war sehr interessant, war auch überraschend gute Akustik, aber schon sehr speziell. War auch, glaube ich, nicht für jeden ganz einfach da runterzukommen, weil es ging, glaube ich, Nee, nur so- tatsächlich. Ich hatte auch vorher angefragt, wie dieser Förderkorb sich darstellt oder ob es auch eine in Salz gehauene Treppe gibt, die ich dann auch lieber nehmen würde. Ich bin da ein bisschen speziell, ihr wisst. Und ja, das war zum Glück groß genug, dieses Fördergerät, aber es war schon eher so ein Käfig an einem Seil, so in den Abgrund hinein. war quasi ein Paternoster und das hast du dir auch gedacht in dem Moment. Das war ganz tief. Eine riesige Ja, Höhle. ihr erinnert euch auch Die 100 Meter tiefer oder die so. andere Ebene, wo die Besucher sahen. Ja. Also wir hatten diese Konzert, diese Kapelle mit Papst Johannes Paul in Stein gehauen. Und wenn man da drüber guckte, ging es nochmal bestimmt 100 Meter tief zu der anderen Ebene. Ja. Also es war schon es war wie eine andere Welt, ja. Ja, aber es hat mich nicht gegruselt. Ich fand es Nee. eigentlich cool. Ich denke noch an, was Thessaloniki? Wo haben wir denn da in so einer Ruine Ja. gesungen? Die Rotunde meinst du? Nee, ich meine nicht die Rotunde, ich meine so eine, Das es war Griechenland, nee, es war Izmir. Izmir war es. Izmir war es, Izmir. stimmt. Ja. Ja. Ich denke an Hm? ich glaube, es war in Norwegen, unser Waldauftritt. Oh ja. Ah ja. Das war so eine Waldwanderung erst. Wir mussten Auto fahren, wir mussten über einen See übersetzen. Sind wir sogar selber gerudert oder wurden wir Natürlich. gerudert? Nein. Dann gab es die Wanderung durch den Wald zu einer Mit- Felswand mit zu Füßen liegenden Waldlichtung und vielen Menschen. Ja. Es war, glaube ich, sogar Geburtstag von Edward Krieg. Aber es war eben nicht Recht irgendeine, entsinne. genau, die Felswand. Und es gab aber ein Missverständnis mit einem Kollegen, deinem Vorvorgänger Dietrich, der dachte, wir gehen zum Auftritt. Und er kam dort in Konzerthose, mal wieder Hose und Schuhen, nicht ahnend, dass er mit diesem Equipment jetzt See und Wald und alles irgendwie überwinden muss. Auch so ein unvergessliches Bild. Ja, aber es war ein richtiges Konzert. Also Ja. es war tatsächlich richtig angesetzt. Alle sind dahin gewandert. Alle miteinander. Ja. Künstler wie Zuhörer, Ja. alle Beteiligten. Und dann gab es ein Konzert und dann sind alle wieder Ein auseinandergeschoben. bekannter Ort, wo Edward Krieg mit Ole Büll, seinem Violinisten war es, glaube ich, ne? Ole Büll war ein Geiger, weiß jetzt nicht genau, aber jedenfalls bekannter Musiker, mit Krieg zusammen dort Werke aufgeführt hat, da saßen die Leute auch schon. Also es war für die Norweger, für die dortigen nicht unbekannt. Und der Schluss dieser ganzen Aktion war aber auch sehr beeindruckend. Das war zwar dann nicht mehr zum Konzert, wir sind dann weitergefahren mit dem Boot, Ja, wenn ich das mich war richtig auch schön. erinnere, und sind in so einem Fjord irgendwie an Land gegangen. Und dort Ja, Fisch. hatte man Ja, ja. eine Tafel aufgebaut im Freien. Und dort gab es Fischsuppe und Fisch und überhaupt, also das war unglaublich. Also das hat mich richtig beeindruckt. Ja. An dieser Gelegenheit muss ich einen der ältesten Amagott-Witze zum Besten geben. Ja, nee. Immer wenn wir im Bus sitzen, hauen wir gegen die Wand. Vor allem, wenn der Kollege gerade rückwärts durch eine schmale Stelle fährt. Oder manchmal kratzen wir auch an der Decke und malen uns aus, wenn der Bus eines Tages mal zurückgegeben wird, dass uns das Autohaus bestätigt, tipptopp in Schuss, äußerlich. Von innen, ich weiß nicht, was sie gemacht haben die ganzen Jahre mit dem Innenraum. Und wir haben dort auf diesem Schiff so eine Schmalstelle irgendwie durchschippern müssen, also fast so einen in Stein gehauenen Kanal auf dem Weg zu der Insel. Und natürlich kommt von irgendeinem dieser Witz, dass wir dort gegen die Wand hauen. Und tatsächlich aber Leute sich massiv erschreckt haben, weil nicht klar war, was jetzt passiert, weil wir stecken die Sagen die schon in Gedanken. Das klappt immer. Ja. Das ist auch, wenn man einmal anfängt, Ja, deswegen denkt ihr noch an Neufundland mit dem Schnee. Mhm. Also so viel Schnee haben wir alle nicht gesehen. Stimmt. Ja. Ja. Da waren wir eingeschneit und kamen einfach nicht mehr weg. Also die Türen waren kaum frei. Das war wirklich wie Katastrophe. Stimmt, weil Wir stecken fest. die haben das alles auf die Ja, Fußwege schippern irgendwo müssen, muss der Meter hin, ja. hoch. Und die haben uns noch gesagt, bei Ankunft, also so wie es aussieht, werdet ihr hier nicht wieder wegkommen. Ja. Und wir so, ja klar, natürlich, ja, immer dieses Dramatisieren dieser Bergvölker so ungefähr. Und genau so war es. Wir hingen 2-3 Tage fest und Blizzard war das. hatten Schnee. Haben das nächste Konzert in Chicago nicht Ja, geschafft. richtig. Nee, haben es nicht erreicht. Ja. Trotz Verlegung. Mhm. Trotz Verlegung haben wir es nicht erreicht. Beim Urs. Nee, nicht Urs. Nee. Don Morrisberger. Ja.